Wie kannst du das Lippensummen trainieren, damit es auch bei dir funktioniert? Damit beschäftigen wir uns heute. Hallo und herzlich willkommen zu Nikolaikam Trompetentraining. Das Lippensummen, Buzzing, ist nicht ganz einfach. Bei manchen klappt das auf Anhieb, eine tolle Sache, und manche kämpfen wirklich sehr intensiv mit dieser Möglichkeit, die Lippen ins Schwingen zu versetzen. Wichtig ist immer, du musst den Trompetenansatz formen. Das heißt, du kannst zum Beispiel ein Mundstück nehmen, den Ansatz machen, das Mundstück wegnehmen und lossummen. Wichtig hierbei ist, dass die Ansatzmaske passt und dass die Zunge die Luft gegen deine geschlossenen Lippen lenkt. Das heißt, ich habe die Zunge in einer Lispel-Position, natürlich ohne Sprache, Lippen zu, Ansatz geformt. Und die Zunge lenkt die Luft wie auf einer Straße gegen deine geschlossenen Lippen und diese beginnen dann zu schwingen. Anfänglich ist es so, dass wir das trainieren auf einer unbestimmten Tonhöhe. Das heißt, die reine Funktion des Lippensummens ist für uns wichtig, damit eben die Muskulatur genau eingestellt werden kann, damit die Lippen schwingen können. Das heißt, bin ich zu fest eingestellt, dann wird es schwierig. Bin ich zu locker, kommt eine tiefe Frequenz zustande. Das heißt, ich mache meinen Trompetenansatz, nehme das Mundstück zur Hilfe und habe hier auch einen guten Ton, einen intensiven Ton, und den kann ich natürlich dann dementsprechend auch auf die Trompete übertragen. Wofür benutzen wir das Lippensummen? Natürlich zum ersten Mal für die Muskulatur, für die Tonkontrolle, für die Ansatzmaske, aber natürlich auch für die Tonhöhenveränderung bzw. für Lockerungsübungen, damit wir eben unsere belastete Muskulatur wieder lockern können, damit diese gut durchblutet ist nach dem Üben und sich dementsprechend natürlich optimal regenerieren kann. Als Hilfestellung, und wenn es bei dir überhaupt nicht funktionieren sollte, empfehle ich dir einen oder zwei Finger. Du kannst zum Beispiel einen hier nach unten positionieren oder auch hier oben oder beide. Dann imitiert man sozusagen auf gewisse Weise dein Mundstück. Auf dem Mundstück klappt es zum Beispiel besser. Das ist ganz oft der Fall. Man kann auf der Trompete den Ton spielen, aber Lippensummen alleine funktioniert nicht. Dann nehmen wir eben die beiden Finger mit einem leichten Druck auf die Lippen. Dann fällt einem das viel leichter und je nachdem machst du etwas weniger Druck und irgendwann lässt du die Hände eben weg. Und dann klappt es auch ohne die Finger. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Lass am Ende von dem Video noch ein Like und ein Abo da. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.